Diese Skizze sieht auf den ersten Blick gut aus, glaubhaft. Aber etwas stimmt nicht. Ich habe sie im Stehen vor Ort gemalt, mit dem Skizzenbüchlein in der Hand. Aber schau genau hin. Die Schatten laufen parallel. Und das ist perspektivisch nicht korrekt. Im Vergleich dazu siehst du rechts, wie die Konstruktion das Bild verändert. Heute zeige ich dir das Prinzip in Aktion. Ich nehme dich mit hinter die Kulissen und demonstriere dir, wo die Schattenlinien wirklich herkommen und wie wir sie mit der richtigen Farbmischung zum Leben erwecken. Los geht's! Wir sehen uns gleich im Atelier. Das ist hier der Schattenfluchtpunkt und ich werde jetzt zunächst die Schattenverläufe konstruieren. Hier zuerst den Schattenverlauf eintragen und dann die Schattenlänge von der Lichtquelle hier oben. Das ist der Schatten dieser Person. Hier wieder zum Schattenfluchtpunkt hier, der übrigens hier auf der Horizontlinie liegt. Das ist die Horizontlinie. Und hier ist der Fluchtpunkt für die Landschaftsperspektive. Ne? Die führt auch hier oben. Das sieht man jetzt weniger. Das sind Häuser hinter diesen Pappeln. Ne? Aber hier, das ist eben hier einmal unser Fluchtpunkt und das ist hier der Schattenfluchtpunkt. Das trifft sich hier außen erst. Also ist der Schatten hier, der verläuft nur bis hierher. Dann haben wir hier den Fußpunkt der Laterne hier zum Schattenfluchtpunkt. Das machen wir jetzt hier für alle Objekte hier, den Schattenverlauf eintragen. Damit es ja nicht langweilig wird, mache ich das jetzt mal eben hier im Timelapse und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, da bin ich auch schon wieder. Hier kann man schon sehr schön den Schattenverlauf sehen, wie der eben hier konzentrisch verläuft und hier eben eher parallel, aber das werden wir uns später nochmal in der Analyse nochmal anschauen. In dieser Demonstration werde ich auch ganz gezielt nur ein warmes Rot, gelbstichig, ein kühles Rot, blaustichig, ein warmes Gelb, rotstichig, ein kühles Gelb, blaustichig, vielleicht das noch nehmen, das ist auch sehr, sehr rotstichig, das Gelb, eben warm. Dann haben wir ein kühles Blau, das ist hier eben rotstichig und ein warmes Blau, das ist hier gelbstichig. Und warum ich diese Farben wähle, wirst du gleich sehen. Ich verzichte heute auf diese, ich sag mal, wie soll ich sagen, ich nenne sie mal Auxiliaries, also diese Hilfsfarben, die schon praktisch vorgefertigt sind. Denn ein Ocker, das ist letztlich ein Ocker, ich mache das vielleicht mal ganz, ganz kurz hier oben hin. Ein Ocker, ich mache mal schnell einen Ocker. Schau mal, wir haben hier ein warmes Gelb, rotstichig. Und wir haben hier nochmal auch ein warmes Rot, gelbstichig. Jetzt haben wir hier schon ein Orange. Wenn wir jetzt noch hier schau mal, was das hier für ein Blau ist. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen ein gelbstichiges Blau dazu tun, haben wir uns hier schon einen Ockerton gemischt. Ich mache das mal hier vergleichsweise hin. Oder hier schon mal. Das ist natürlich ein bisschen gesättigt hier, aber du siehst schon den Unterschied.
kann ja nochmal hier ein bisschen nachfassen. Das wird zu orange. Ne, das ist zu orange. Das kann man hier mit ein bisschen Blau nochmal brechen. Schauen wir mal, was wir hier für einen Ocker haben. Und um diesen Vorgang eben zu verkürzen, mir das zu mischen, nehme ich eben hier einen Ocker. Aber der Grund, weshalb ich tatsächlich hier jetzt diese 3 Grundfarben hier verwende, ist einfach für das Verständnis. Wenn wir das mal verstanden haben, wie sich die Farben alle verhalten, dann können wir natürlich gerne auf diese Auxiliaries zurückgreifen. Na, deswegen habe ich die ja auch in meiner Palette. Aber heute wirklich nur diese 3 Farben. Das hier, das hier, das hier, vielleicht noch das hier. Das werde ich, glaube ich, weniger verwenden heute. Dann haben wir nochmal hier ein kühles Blau und hier nochmal das wunderschöne warme Blau. So. Das ist nur einfach, um das Papier nicht weiß zu lassen hier. Jetzt werde ich das nochmal kurz einfrieren. Und zwar nicht einfrieren, einfrieren quasi den Status hier einfach stoppen, dass sich das weiter vermischt. Und das mache ich einfach mit einem Haarföhn. Und ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt kommt ein ganz spannender Teil, denn ich mische jetzt hier ein wunderschönes Braun. Dazu verwende ich dieses warme Rot, gelbstichig. Das behalte es mal im Hinterkopf, da ist schon ein bisschen Gelb mit dabei. Und ein Blau, schaut euch das mal an. Das ist dieses warme Blau und da ist ja auch schon ein Gelb mit dabei. Also habe ich jetzt hier da einen gelben Anteil mit dabei und da einen gelben Anteil mit dabei. Deshalb, wenn ich jetzt Rot und Blau mische, kann das kein klares Lila geben, weil das Gelb in dieser Mischung, der Gelbanteil in dieser Mischung, hier ein ganz klares, also das Lila bricht und einen braunen Ton hervorbringt. So, schau mal. Das kann man natürlich steuern jetzt. Wie viel mit dem Blauanteil. In der Regel eben hier am Fuß dunkler. Weil natürlich hier viel weniger Licht durchdringt. So, während das hier feucht ist, werde ich hier schon mal gleich mal die Schattenfarben hier vorbereiten. Und jetzt hier, schau mal, das ist hier unser kühles Rot. Hier ist ein Blauanteil mit dabei. Und das kühle Blau. Hier ist ein Rotanteil mit dabei. Also hier fehlt komplett das Gelb. Der Gelbanteil. Und schau mal, was wir hier für ein wunderschönes Lila hier erhalten. Das ist natürlich viel zu dunkel. Ich werde das mal mit ein bisschen Weiß hier. Schau mal, ich kann das steuern. Ich kann das hier bläulicher gestalten. Schau mal, das kommt schon ziemlich nahe hier an meinen Lavendel hin. Deswegen habe ich das auch schon fertig in meiner Palette. Aber ich will dir ja zeigen, wie man nur mit diesen 3 Farben, mit diesen 3 Grundfarben, sich hier das perfekt selbst auch mischen kann. So, das ist natürlich das Vorteil. Wenn die Farben hier noch feucht sind, dann mischen die sich auch hier noch ein bisschen miteinander. Ne? Und das darf ruhig sein, denn das ist ja hier auch kein glatter Übergang hier. Ne? Man kann ja dem noch ein bisschen nachhelfen.
Man muss nur vorsichtig sein, dass man natürlich hier dann nicht zu viel Wasser in der Farbe hat, weil das Wasser dann gleich die Pigmente, sage ich mal, auch vertreibt. Oder hier, wenn das zu feucht ist, dann schießt das wieder in das Lila und verdrängt die Farbe. Na, das sind ja Effekte, die kann man ja auch steuern, wenn man das tatsächlich möchte. Aber das ist halt eher wieder so aquarellspezifisch, diese Technik. Ne? Da gibt es ja auch jede Menge Tutorials oder so. Schau mal, ich bin jetzt hier schon fast automatisch hier rein, weil das ist natürlich mein Workflow ist, dass ich hier auf diese Farbe zugreife. Aber du siehst hier sehr schön, wie sich das hier zusammenmischt, ne? Aus diesem Rot und dem Blau. Ne? Und das ist ja auch Sinn der Sache. Wir wollen ja verstehen, wie die Farben sich mischen. Wenn wir dann solche Farben verwenden, dann wissen wir, ach so, das ist der Hintergrund. Du musst ja keine Auxiliaries verwenden, du kannst ja gerne auch wirklich, nur die 3 Grundfarben verwenden und kommst damit wirklich auch bestens zurande. Jetzt geht es hier weiter mit dem Schatten. Der ja in erster Linie hier auch von den Bäumen hier herrührt. Und hier eher dann auch unscharf wird. Das ist das Schöne hier am Aquarell, denn die beiden, das Blau, das ist ein Ultramarinblau übrigens und das ist Krablack. Das sind transparente Farben, die natürlich hier das vermeintliche Ocker, vermeintlich deshalb, weil ich es ja selbst gemischt habe, ist ja kein Ocker in dem Sinne, sich wunderbar hier auch, also das noch durchscheinen lässt. So, und das lasse ich jetzt erstmal so sein. Das reicht völlig. Ich werde das aber jetzt erstmal trocknen lassen, weil wenn ich das jetzt so mit dem Haarföhn fixieren würde, dann ist es tatsächlich, dann verläuft ja nichts mehr ineinander und dann wird es fixiert, ne? Gerade an dem Stand, an dem es jetzt ist. Wenn ich das aber alleine trocknen lasse, dann während des Trocknungsprozesses mischen sich oder laufen die Pigmente noch hier oder dahin oder dorthin, je nachdem, wie feucht das Papier ist oder da ist oder ob hier ein Gefälle ist, weil sich das Papier buckelt. Na, da mischen sich die Pigmente selbst irgendwie. Das ist auch das Tolle eben an einem Aquarell, dass es eben diese Eigendynamik entwickelt. Ne? Schau mal, das ist ein synthetischer Pinsel. Schau mal, wie der wieder zurückspringt in seine Form. Ne? Und damit werde ich jetzt die Details hier einarbeiten. Ich verwende wieder hier meine Schwarzmischung. Schau mal, ich hätte hier auch ein Schwarz. Das ist allerdings, das ist das ist kein Schwarz, das ist, wie nennt man das, neutrale Tinte. Das verwende ich eben auch hier und da, aber wirklich nur hier und da, denn ich tendiere wirklich dazu, mir meinen Schwarz selbst zu mischen. Das einfach eine ganz andere Ausstrahlung hat. Es hat Tiefe, ne? Denn das ist dann einfach so flach. Da kann jetzt auch hier das Blau mit dazu, das ist, ne, das macht gar nichts. So, schau mal, das ist ja hier schon jetzt auch eher ein bräunliches Schwarz. Ne, ich mache das mal vielleicht hier hin. Na, schau mal, was das hier für ein tolles Braun, dunkelbraun, schwarz gibt. Und damit, schau mal, ich fange mal hier an.
werde ich jetzt mal die Silhouetten der Menschen hier eintragen. Das ist unser Fahrradfahrer hier. Die sind alle hier, der Fahrradfahrer ist ein bisschen höher, sein Kopf, ne? Weil der sitzt ja auf seinem Fahrrad. Ansonsten sind alle Menschen auf Augenhöhe. Es sei denn natürlich, er ist oder sie ist hochgewachsen oder ein Kind. Ne? Dann gibt es natürlich Abweichungen. Das ist ja auch ganz klar und logisch. Hier haben wir irgendein Schild. Hier haben wir noch einen Menschen, beziehungsweise es ist ja kein Mensch, es ist eigentlich nur die Form, die Silhouette, die einen Menschen darstellen soll. Ne? Und wir haben hier vorne auch noch einen Menschen. Das muss nicht alles genau auf der Augenhöhe sein. Der Mensch ist einfach vielleicht nur ein bisschen kleiner gewachsen. Ne? Also das muss nicht jetzt so akribisch und ne? Der hat vielleicht einen Rucksack oder irgendwas, steht von der Seite hier, ne? Und steht hier da. Ne? Das ist hier dann, der steht dann hier, keine Ahnung, da ist vielleicht eine Bushaltestelle. Oder irgendwas. Ne? Hier angedeutet. Jetzt brauche ich ein bisschen noch einen kleineren Pinsel. Das ist auch so ein wunderbarer synthetischer. Schau mal hier, da haben wir hier eine Straßenlaterne. Und dann haben wir hier auch noch unsere Autos. Das sind ja auch letztlich keine Autos. Das sind nur Farbflecken, wenn du so möchtest, die den Eindruck erwecken, dass es ein Auto ist. Denn das, was du da siehst, ist ja kein Auto. Ne? Auch ist das hier kein Auto. Das ist ja genauso wenig hier. Oder das hier. Da gibt es übrigens wirklich gute Tutorials, die dir zeigen, wie man ein Auto hier malen kann, zeichnen kann, konstruieren kann. Und schau dir das unbedingt mal an. Ne? Das ist höchst spannend. Das kann man natürlich jetzt mit Details wirklich auch übertreiben. Deswegen muss man auch wissen, hoppla, jetzt reicht's. Und das hast du ja dann auch, du hast ja diesen, diesen inneren Kompass, ja, diese Richtschnur oder sagt, hoppla, jetzt wird es langsam ein bisschen zu viel. Ne? Dann hör einfach mal so drauf auf diese innere Stimme.
So, schau mal. Das ist hier schon wunderbar. Ich stelle aber fest, dass das mir immer noch zu kräftig ist. Ne? Dass mir hier das Siegestor ist das übrigens, dass mir das noch das ist einfach zu nahe dran. Und das ist eben jetzt hier greift natürlich die sogenannte atmosphärische Perspektive. Ne, je weiter ein Objekt sich von dir quasi entfernt, desto mehr Licht ist dazwischen, desto mehr Staubpartikel oder Nebel ist dazwischen, ne, der das dann auch ein bisschen entsprechend unscharf werden lässt. Desto mehr Himmelsfarbe ist dann noch mit dabei, ne, die sich dann auch eben die dann eben diese Staubpartikel oder den Nebel färbt und dann entsprechend sich mischt und sich ändert. Ja, ich fange mal hier an. Schau mal. Kann ruhig ein bisschen. Aha, schau mal. Ich kann nämlich ein bisschen dunkler werden hier. Schau mal, das ist hier diese Person. Das hier auch noch ein bisschen nachsteuern. Ich weiß nicht, was da noch Schatten wirft. Da ist ein bisschen hier, ne, da ist was. Schau mal, dann ist hier eine Person. Hier, das ist unser Fahrradfahrer hier. Dann hier diese Person. Und hier diese Straßenlaterne. Und hier diese auch noch. Habe ich noch einen vergessen? Ja, hier kann man noch ein bisschen. Auch hier unter den Autos ist der Schatten noch ein bisschen stärker. Da werde ich aber einen anderen Pinsel hier verwenden, der mir das dann ein bisschen weich zeichnet. Eine Straßenszene, auch wenn du jetzt vor Ort natürlich malen solltest und die Schattenverläufe alles hast, vor dir siehst, und dann ist das natürlich deine Vorlage, genauso wie jetzt hier wie dieses Bild hier, ne? Eine Vorlage oder eine Ausgangsposition ist. Aber wie gesagt, lasse das Bild gerne seine eigene Dynamik entwickeln. Was mir jetzt hier auffällt, ist hier, dass das hier alles zu grell noch ist. Das kann ich gerne noch mit einer feinen Lasur hier noch ein bisschen aufbrechen. Noch hier ein bisschen den Effekt von Tiefe hier verstärken. Das einfach ein bisschen brechen. So, ich friere das mal wieder ein. Das kann man hier noch mal ein bisschen nachzeichnen. Man muss natürlich vorsichtig sein, dass man das nicht zu kräftig dann macht. Ne? Gerade so scharfe Kanten und scharfe Kontraste, das sind so Hingucker. Das ist übrigens ein Thema, das
unter Komposition fällt. Ne, wie man eine Komposition gestalten kann, dass es eben ein Hingucker wird. Auch, ne? Gewisse Elemente. Warum, wie. Das sind Themen, auf die ich auch gerne noch eingehen werde. Und wenn du wirklich da nichts verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da. Dann bist du immer auf dem Laufenden, denn ich bringe immer neuen Content, eben jetzt hier zur Schattenperspektive, zu Schattenfarben, das Dreifarbenprinzip oder dann eben auch Komposition. Ne? Damit du da wirklich auf dem Laufenden bist, daher werde ich jetzt hier ein paar noch Akzente setzen. Einfach hier noch ein paar Highlights und Akzente. Vielleicht ist hier, keine Ahnung, ein Parkschild. Hier ist vielleicht auch irgendwas. Ich verwende jetzt gezielt das Blau, weil dieses Blau ja auch überhaupt in dieser Komposition hier eben enthalten ist, um da auch eine gewisse Farbharmonie hier mit einzubringen. Das ist übrigens ganz Thema Farbharmonie. Dadurch, dass ich dieses Rot in diesen Bäumen habe und das Blau, das ich hier in den Bäumen habe, aber auch hier und dieses Rot hier in diesem Schwarz verwende, ist das alleine schon harmonisch, weil das sind die gleichen Farben, die gleichen Pigmente, die ich eben hier verwende, die dann automatisch eine Harmonie erzeugen, die praktisch, ne, die hier ganz von alleine passiert, ohne dass du jetzt hier großartig, schau mal, ich werde hier auch einfach nur ein paar farbliche Akzente setzen. Das weiß man nicht, was das ist. Das muss man auch gar nicht wissen, denn das sind einfach, keine Ahnung, ne? Das ist vielleicht ein Werbeschild, das ist vielleicht keine Ahnung, irgendwie ein Sonnenschirm oder was auch immer das ist. Das kannst du dir ja selber zusammenreimen und ausdenken, was das sein kann. Ne? Du musst ja nicht wirklich alles erzählen, ne, was hier in diesem Bild hier vor sich geht. Man muss hier natürlich schon ein bisschen vorsichtig sein, dass man es nicht übertreibt, dass es nicht zu hell wird. Ne? Dann kommen wir natürlich hier zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir haben hier noch einige Highlights. Ich nehme das gerne aus der Tube, weil es einfach wirklich viel satter, die Pigmente viel konzentrierter sind. Schau mal. Das ist hier vielleicht ein bisschen zu weiß noch. Muss ja auch nicht übertreiben. Es soll ja nicht unbedingt gelblich sein, aber nicht ein gebrochenes Weiß. Schau mal, das sind die Autos, die Dächer, das reflektierte Licht eben hier. Hier muss man auch vorsichtig sein, dass man es eben nicht übertreibt. Ne? Aber man kann ja noch etwas korrigieren. Noch ein bisschen nachdunkeln. Das ist das Schöne auch beim Aquarell, dass man hier das auch in
einzelnen Schritten machen kann. Natürlich, wenn du von vornherein zu dunkel arbeitest, dann ist es ein bisschen schwierig, das aufzuhellen. Aber auch das ginge noch, zu einem gewissen Grad geht das schon noch. So, schau mal. Da haben wir noch hier ein paar Scheinwerfer. Hier haben wir noch einen. Da ist noch einer. Vielleicht hier noch da hinten. Ne? Da ist noch einer, spitzt einer durch. Ne? Und jetzt auch ganz wichtig, diese Streiflichter, die hier die Silhouetten treffen. Die natürlich bei einem dunklen Hintergrund mehr Sinn machen als hier, die auch nur angedeutet werden können. Man muss es auch hier nicht übertreiben. Auch hier zum Beispiel, ne? Da diese Laterne, die sich schon absetzt hier vom Hintergrund, aber hier zum Beispiel noch ein bisschen oft ist da weniger viel, viel mehr. Auch hier drunter noch ein bisschen vielleicht aufhellen. Wir haben hier noch eine rote Ampel. Hier haben wir die rote Ampel. Dann haben wir hier natürlich sämtliche Bremslichter noch an. Hier, da ist vielleicht noch einer, da spitzt einer durch. Das kann man wirklich hier, das reicht auch schon. Ne? Dann haben wir ja hier noch irgendwas Rotes. Das klebt das quasi ja alles auch so zusammen.
finde, dass mir das hier noch zu dunkel ist.
Ich glaube, wir haben ein fertiges Bild. Und jetzt kommt für mich einer der schönsten Momente, nämlich die sogenannte, ja, das Rahmen. Ich nenne es das Rahmen. Ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist und dass man hier auch sehr gut sehen kann, wie hier die Schatten eben konzentrisch verlaufen, so wie sie sein sollten, so wie sie auch sind. Und hier, wie das hier schon mal eher parallel ist. Ne? Man könnte jetzt sagen, okay, die Sonne, der Sonnenstand. Also es ist schon noch glaubwürdig. Ne? Das Bild ist schon noch glaubwürdig. Das ist ja auch vor Ort gemalt. Ne? Ich zeige es dir vielleicht mal im Original. Schau mal, das ist hier mein Skizzenbüchlein hier. Ne? Da sind ja auch jede Menge Skizzen hier noch drin. Und das ist vor Ort gemalt. Da ist man natürlich erstmal auch ganz anders. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition, als wenn man jetzt hier im Atelier sitzt. Ne? Der Straßenverkehr, die Passanten, die sagen, ach toll, ach schön, oder sagen gar nichts, schauen manchmal auch nur ein bisschen griesgrämig. Passiert genauso auch. Ne? Und man malt. Ne? Und man ist da vielleicht auch in der Szene drin, ne? Die Farben, die Stimmung und alles. Dass man vielleicht jetzt gar nicht so sehr auf diese Konstruktion achtet. Ne? Weil die Leute sich ja auch permanent bewegen. Die bleiben ja nicht stehen. Ne? Und dann kann man nur eben den Eindruck festhalten und hier mal mit ein paar Strichen den Schatten hier eben eintragen. Ne? Was ja auch wirklich auch hier doch immerhin glaubhaft ist. Ne? Das sind tatsächlich glaubhafte Schatten. Wenn man jetzt hier nicht den direkten Vergleich sehen würde und wenn man nicht darauf hinweisen würde, dann würde das auch gar nicht so auffallen. Ne? Also es ist glaubhaft. Wenn man dieses Bild aber jetzt wirklich so einmal 2 Meter malen würde, dann würde man schon sehr schnell sehen, dass da was nicht stimmt. Und dann kann man sich eben hier diese Konstruktion hier zur Hilfe nehmen und diese Schatten auch konstruieren. Man kann die natürlich auch anders gestalten. Ne, wenn man merkt, hoppla, die sind jetzt schon sehr, sehr, ne, die führen ein bisschen hier schon aus dem Bild hinaus. Dann kann man das natürlich entsprechend anders konstruieren, dass die Schatten dann auch jetzt nicht so extrem verlaufen, sondern dass die dann eher eben hier in diese Richtung, also alle so ein bisschen näher, ein bisschen flacher verlaufen. Das kann man natürlich dann variieren, indem man dann entsprechend hier die Sonnen, also die Lichtquelle anders arrangiert und dann kann man das eben kompositorisch, kann man das dann entsprechend anders gestalten. Aber das ist eben ein Thema Komposition. Und wenn du wirklich da nichts verpassen möchtest und da gerne dranbleiben willst, ne, an diesen spannenden Themen, dann lass gerne ein Abo da, ne, damit du das auch nicht verpasst. Ne? Denn da kommt ganz gezielt und ganz bestimmt kommen da noch Videos zum Thema Komposition, ne, und zum Thema Wahrnehmung, was ich eben jetzt schon angesprochen habe, dass das ein glaubhaftes Bild ist, ne? Die Wahrnehmung eben, wie man das macht, weil die Leute, der Fahrradfahrer, der bleibt da nicht stehen, der ist in 20, 30 Sekunden ist der wieder verschwunden, der ist an einem vorbeigerauscht. Ne? Aber das eben mal die Wahrnehmung, das festzuhalten und einfach nur mit 2, 3 Pinselstrichen oder am Anfang schon mit einer Skizze, ne? Es fahren ja auch mehrere Fahrräder vorbei, ne? Dass man die dann immer wieder mal praktisch sich einen Snapshot von dem Vorbeifahrenden
Radler hier eben merkt, fixiert und wieder mal das dann ergänzt. Na, das sind eben, aber das sind ganz andere Themen, da will ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das ist hier das Thema eben hier Gegenlicht meistern. Das ist tatsächlich jetzt die Theorie der Schattenperspektive hier in Aktion. Ne? Und jetzt weißt du auch, warum ich das vorhin ein bisschen eingefärbt habe, ne? Weil ich das hier ein bisschen ähnlich gestalten wollte. Ja, schön, dass du dabei warst und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn das Thema Schattenfarben oder überhaupt das Dreifarbenprinzip, wie ich das nenne, warme Farben, kalte Farben, wie man das mischt und wie sich das alles miteinander hier verhält, dann schau dir gerne doch dieses Video hier oben an. Ne? Da kannst du dir wirklich auch ganz gezielt verschiedene Mischungen dir anschauen. Ne? Grün, Orange, Lila oder eben dieses Braun. Na denn, bis dann. Tschüss.